Heute Morgen geht es um etwas, das ein Montag erstaunlich gut gebrauchen kann, um den ersten Schritt. Montage haben ja manchmal einen etwas zweifelhaften Ruf. Kaum sind sie da, stehen sie gefühlt schon mit einer kleinen Liste vor der Tür und sagen, also, was haben wir diese Woche alles vor? Aber vielleicht lassen wir den Montag heute einfach noch einen Moment draußen stehen. Er kann warten. Denn bevor eine ganze Woche entsteht, gibt es erst einmal nur diesen Morgen. Und bevor ein ganzer Tag gelebt wird, gibt es erst einmal nur den nächsten Schritt. Das ist eigentlich beruhigend. Du musst heute Morgen nicht schon den ganzen Montag können und schon gar nicht die ganze Woche. Wenn du später aufstehst, setzt du vielleicht einen Fuß auf den Boden, dann den anderen. Mehr verlangt der Boden in diesem Moment nicht von dir. Er möchte keinen Wochenplan sehen. Er prüft auch nicht, ob du deine Ziele für August ausreichend klar formuliert hast. Er ist einfach da und du setzt einen Fuß darauf. Vielleicht ist das überhaupt eine schöne Art, heute durch den Tag zu gehen. Nicht gedanklich schon 5 Schritte voraus, sondern immer wieder dort ankommen, wo deine Füße gerade sind. Spür sie einmal. Vielleicht stehen sie auf dem Boden, vielleicht liegen sie noch gemütlich unter einer Decke. Auch das ist eine vollkommen legitime Position für Füße an einem Montagmorgen. Und dann atme einmal ruhig ein und wieder aus. Und noch einmal einatmen, ausatmen. Auch der Atem macht es so. Er versucht nicht, schon jetzt sämtliche Atemzüge dieses Tages zu erledigen. Das wäre auch organisatorisch etwas schwierig. Er nimmt diesen einen, dann den nächsten. Vielleicht kann das Leben manchmal einfacher werden, wenn wir ihm darin ein wenig ähnlicher werden. Dieser Gedanke, ich muss noch dies tun und danach jenes und dann darf ich auf keinen Fall vergessen, kann für einen Augenblick still werden. Denn im wirklichen Leben geschieht ohnehin immer nur eine Sache nach der anderen. Ein Schritt, ein Handgriff, ein Satz, eine Tasse Tee, ein geöffnetes Fenster. Und manchmal zeigt sich erst nach dem ersten Schritt, wie der zweite aussehen möchte. Das kennen wir vom Spazierengehen. Wenn du einen Weg entlang gehst, musst du nicht jeden Stein sehen, der 500 Meter weiter liegt. Der Weg kommt zu dir, Meter für Meter. Vielleicht ist das sogar eine kleine Form von Vertrauen, nicht zu wissen, wie der gesamte Weg aussehen wird und trotzdem den Fuß aufsetzen. Da ist Boden, also gehe ich. Und wenn du heute an etwas arbeitest, gilt vielleicht dasselbe. Du musst nicht schon das fertige Ergebnis in den Händen halten. Vielleicht beginnt es mit einem Satz, mit einem Gedanken, mit dem Öffnen einer Datei, mit einer kleinen Handlung. Der erste Schritt besitzt etwas Eigenartiges. Er ist winzig im Vergleich zum ganzen Weg.
Und doch verändert er alles, denn vor ihm standest du noch. Nach ihm bist du unterwegs. Vielleicht gibt es heute einen solchen kleinen Moment. Du bemerkst, ah, jetzt habe ich angefangen. Und dann darfst du ruhig einen Augenblick zufrieden sein, auch wenn noch 99 Schritte folgen sollen. Die können schließlich nicht alle gleichzeitig durch die Tür. Das gäbe ein ziemliches Gedränge. Einer nach dem anderen. Vielleicht trägt dich dieser Rhythmus durch den Montag. Nicht schnell, nicht langsam, einfach in deinem Tempo. Schritt, Atemzug, Schritt. Und zwischendurch vielleicht einmal stehen bleiben, schauen, merken, wo du inzwischen angekommen bist. Denn manchmal schauen wir so sehr auf das, was noch vor uns liegt, dass wir gar nicht bemerken, welche Strecke längst hinter uns liegt. Heute Morgen musst du diese Strecke noch nicht kennen. Der Montag liegt vor dir, noch ziemlich frisch, noch nicht vollständig beschrieben. Vielleicht darfst du ihm einfach begegnen, indem du beginnst. Nicht mit der ganzen Woche, nicht mit allem auf einmal, sondern mit dem, was gerade jetzt vor dir liegt. Und wenn später irgendwo ein innerer Montag mit seiner Liste auftaucht und ruft, aber da wären noch 12 andere Dinge, kannst du freundlich auf deine Füße schauen. Die wissen längst, wie Leben geht. Einer nach dem anderen. Ich wünsche dir einen sonnigen Montag mit einem guten Boden unter deinen Füßen, mit Schritten, die nicht größer sein müssen, als sie gerade sind, und mit diesem ruhigen Gefühl. Der Weg muss nicht auf einmal gegangen werden. Vielleicht darf dich heute dieser kleine Satz begleiten. Ich gehe den Schritt, der jetzt vor mir liegt. Der nächste wird sich zeigen. Alles Liebe, Blandina Aurelia. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass mir doch einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Und falls es dich interessiert und du bei X und früher Twitter unterwegs bist, ich habe da bis 10. September noch ein kleines oder eigentlich sogar schon ein größeres Gewinnspiel laufen. Nochmals alles Liebe, Blandina Aurelia.